Sauerkrauts, made for petrol heads. Warum der Kadett, kann ich nicht mal genau sagen. Ich habe schon immer, fand ich schon so alte Autos geil und gerade Autos, die nicht aussehen wie alle anderen irgendwie. Und irgendwo habe ich mal diese Form gesehen, diese Coupé-hafte, und da habe ich dann irgendwann mal geguckt im Internet, was ist das für ein Auto? So, und dann habe ich gesehen, das ist ein alter Opel Kadett C. Fand die total geil, direkt auf den ersten Blick verliebt in das Teil und habe dann natürlich auch die Preise dazu gesehen. Ne? Und ja, da war dann eigentlich klar, das wird nichts. Ja, hi, ich bin Günther, ich komme aus Wilsum, das liegt an der niederländischen Grenze, direkt im ganz Westen von Deutschland quasi. Und ja, das ist mein Opel Kadett C Coupé. Ich wollte ja so einen Kadett C Coupé haben, beziehungsweise hatte den gesehen, fand den total geil von der Form her, habe mich direkt drin verliebt. Wie gesagt, habe die Preise dazu gesehen und eigentlich war mir klar, das wird nichts. So, einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, war, ich muss mir einen selber fertig machen. Weil fertig kaufen, viel zu teuer. Das fing schon in meiner Lehre an, wo ich mich danach umgeguckt habe. Und ja, wie man das so macht, eBay Kleinanzeigen, eBay, die ganzen Verkaufsportale durchgeguckt. Und irgendwo habe ich dann mal den gesehen. Das war eine nackte Rohkarosserie. Da war wirklich gar nichts mehr dran. Komplett ohne Lack, ohne Kabel, ohne alles. Der stand in Ostrauder-Fehn. Den hatte ich dann bei eBay auf meine Beobachtungsliste und habe gesagt, da guckst du mal, wie hoch der geht. Habe spaßeshalber mitgeboten und habe auch nicht damit gerechnet, dass ich den überhaupt kriege. Und wirklich das Coole war, ich habe Benachrichtigung gekriegt bei eBay, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Artikel gekauft. So, ich war voll baff, habe nie damit gerechnet, weil ich hatte auch wirklich nur, ich weiß gar nicht, bis 500 € mitgeboten und ich habe den sage und schreibe für knapp über 100 € ersteigert. Und da habe ich nicht lange gefackelt, habe mir einen Anhänger geholt oder einen Trailer und bin hingefahren und habe ihn aufgeholt, bevor der irgendwelche Spirenz gemacht, dass er denkt, ich verkaufe das Ding nicht so günstig. Was sich auch im Nachhinein erst rausgestellt hat, ist, das ist eine Original-Rallye-Karosserie. Von Opel Kadett gab es halt den Rallye, es gab auch diesen Tausender, der eigentlich noch ein bisschen beliebter und ein bisschen seltener und auch teurer heutzutage ist. Aber schon direkt danach kommt eigentlich dieser Rallye-Coupé. Und das ist mir auch erst später beim Restaurieren aufgefallen, anhand der Zahlen im Kofferraum und so weiter, dass das wirklich eine Rallye-Karosserie ist und der dementsprechend auch beliebt und mal teuer wird, sagen wir mal so. Wir schmeißen auch in diesem Jahr wieder einen automotiven Tanztee für euch. Unser inneres Blumenpflücken ist seit 11 Jahren der perfekte Mix aus feinsten Ausstellungsfahrzeugen und feinstem DJ-Line-Up auf 3 Floors. Sichert euch jetzt eins der limitierten Tickets auf www.ib2024.de oder scannt den QR-Code. Ich war noch jung, relativ jung in der Ausbildung. Ich hatte so ein bisschen dieses Bild von diesen amerikanischen Muscle Cars im Auge. So hinten diese Aufkleber drauf, was hochgeht und so eine dicke Hutze auf der Motorhaube. Ich wollte damals den Innenraum komplett selber gestalten mit so einem KPC da drin. Zum Glück bin ich ein bisschen zur Vernunft gekommen und habe den
weitestgehend original gelassen und halt optisch so ein bisschen so nach meinen Wünschen umgebaut, wie viele das auch damals gemacht haben. Und ich höre auch viel von Leuten, die ich unterwegs treffe an der Tankstelle, die sagen, wow Mensch, so sind die damals, genauso sind die rumgefahren und mega cool. Und das bestätigt eigentlich genau das, dass ich alles richtig gemacht habe. Für mich sowieso, ich meine, das Auto muss mir gefallen, aber das passt schon so. Also was als erstes ins Auge fällt, ist, dass die Stoßstangen zum Beispiel fehlen, vorne und hinten. Vorne sind die einfach nur abmontiert, hinten ist eigentlich im Heckblech noch eine Sicke drin, die habe ich aber auch zugespachtelt. Die kriege ich auch relativ viel Kritik für, weil die Leute sagen, das kannst du doch nicht machen. Für mich persönlich finde es genau so richtig geil. Ja, des Weiteren, dieser böse Blick gab es natürlich so auch nicht. Ist auch die Motorhaube ist von dem anderen Modell, von dem älteren Modell, das eigentlich die Blinker unten hat. Und dementsprechend hat er hier, ist diese Kante beim Auto größer und somit fällt der böse Blick etwas mehr aus. Fällt ein bisschen mehr auf, finde ich, passt super dazu. Ja, dann natürlich tiefer gelegt, breite Felgen, Motor komplett umgebaut, ein 2,2 Liter Motor drin vom Rekord. Dementsprechend Bremsanlage angepasst auf innenbelüftete Scheibenbremsen. Ja, Vergaser, Weber-Vergaser drin mit einer schönen Airbox, bringt richtig geilen Klang. Ja, der Kamai-Spoiler ist halt dran gekommen. Und im Innenraum kompletten Käfig drin, ein Shortshifter ist drin. Die Sitze habe ich beziehen lassen. Und Auspuffanlage komplett Edelstahl, von vorne bis hinten. Das sind so die auffälligsten Umbauten an dem Fahrzeug eigentlich. Ja, die Scheinwerfer ist so ein Ding. Original sind die komplett klar. Und ja, ich habe so ein bisschen überall diese Schwarze mit drin. Das heißt, in den Scheinwerfern, die Inlays, die sind schwarz auslackiert. Die Blinker sind schwarz, hinten die Rückleuchten sind schwarz. So habe ich eigentlich nur diese zwei Farben am Fahrzeug, was sich für mich unheimlich gut widerspiegelt. Ja, Fadenkreuze habe ich reingebaut. Gab es damals auch viel so, sind viel so rumgefahren. Gab es original für das Auto so nicht zu kaufen, habe ich dann selber gebaut, kurzerhand. Und ich finde, das wertet das Fahrzeug nochmal extrem auf, macht es nochmal sehr individuell. Und habe ich so auch bei keinem anderen bislang gesehen. Dann habe ich das geschüsselte Lenkrad drin, Wildlederlenkrad von Luisi mit TÜV und so weiter, was unheimlich gut ins Auto passt, was richtig geil griffig ist. Ja, den Shortshifter, was habe ich letztes Jahr erst nachträglich mal umgebaut, weil ich vorher so einen selbstgebauten Schaltknüppel hatte. Das war so eine Notlösung, der saß so weit vorne, der wackelte, der hat sich gelöst. Und irgendwann musste ich sagen, ich musste was umbauen. Deswegen habe ich dann mich umgeguckt nach so einem Shortshifter und habe den dann kurzerhand gekauft. Eigentlich passend für einen BMW. Aber da der BMW dasselbe Getriebe drin hat wie bei meinem, das 240er Fünfgang, was original auch nicht in dem Kadett gab, habe ich das dann umgebaut und so gebaut, dass das passt und vernünftig schaltet. Und das ist eine optische Aufwertung, passt gut zu diesem Rallye-Look. Und vor allem auch vom Fahrkomfort her mega geil, weil das Schalten ist mega knackig, kurze Gänge und gefällt mir richtig gut. Also dieser Umbau, der hat sich echt gelohnt. Ja.
Das größte Problem war eigentlich, dass ich keinerlei Kfz-Erfahrung habe und keinerlei Unterlagen zu dem Auto hatte. Das ist alles erst später gekommen, wo ich das Auto fast fertig hatte, habe ich über Foren und darüber über Bekannte, habe ich dann auch die ganzen Werkstattunterlagen von Opel bekommen. So Werkstatthandbuch und Reparaturleitfäden und solche Geschichten habe ich alles erst später gekriegt, wo es eigentlich schon zu spät war. Deswegen war das schon eine Herausforderung für mich, das Ganze umzubauen. Aber ich muss sagen, man fuchst sich da rein, man spricht im Forum. Bekannte, so hatte ich hier kaum, die mir da helfen konnten. Auch so Freundeskreis, die waren alle nicht so autobegeistert wie ich. Und deswegen war das alles so ein Learning by Doing. So, wenn man dann wirklich mal die Schnauze voll hatte und gedacht hat, boah, ich kann es nicht mehr sehen, dann hat man das Ding mal eine Woche nicht angepackt, hat mal wirklich den Kopf frei gemacht und hat dann frohen Mutes weitergemacht. Und im Endeffekt muss ich sagen, das Ergebnis hat sich absolut gelohnt. Ja, hinten im Kofferraum ist dem geschuldet, ich wollte gerne den Motorraum clean haben. Das heißt, ich habe die Heizung rausgeschmissen, den Wärmetauscher rausgeschmissen dafür, habe dementsprechend die Batterie versetzt nach hinten im Kofferraum. Und ich wollte die nicht einfach nur stumpf da reinbauen mit irgendeiner Halterung, sondern habe dann einen schönen Kasten drum gebaut. Und für die Sachen, die man immer so mitschleppt, damit die nicht los im Kofferraum rumflattern, habe ich dann kurzerhand auf der rechten Seite auch noch eine Box gebaut, wo dann Sachen drin sind wie Abschlepphaken oder mal ein Überbrückungskabel oder auch mal ein paar Putzlappen und so weiter. Ein bisschen Werkzeug, falls man mal irgendwie was hat unterwegs. Und in der Mitte habe ich die Benzinpumpe drin. Original sitzt sie bei dem Auto auch da hinten, natürlich unter einer Abdeckung, aber die ist extra für die Vergaser gemacht, dass sie etwas weniger Druck hat. Und fand ich optisch, kann man so offen da stehen lassen. Ja. Das Fahrverhalten, die Optik, also wie gesagt, ich bin so ein Mensch, der liebt Autos, die nicht aussehen und sich nicht fahren lassen, wie alle anderen auch. Das Fahrverhalten ist extrem, wie soll ich sagen, man bekommt unheimlich viel Feedback vom Auto. Das Auto hat keinerlei Steuergeräte, das Auto hat keinerlei Helferlein wie ABS, Servolenkung oder irgendwie sowas, was heutzutage in Autos verbaut ist. Und da ist es wirklich so, ich lege den Fuß aufs Gaspedal an und es ist direkt Leistung da. Und man muss nicht erst warten, bis ein Turbo einschaltet oder solche Sachen. Und es ist laut in dem Auto, ja. Es ist auch kein Auto für lange Strecken, aber es macht unheimlich Spaß, damit zu fahren. Und jeder, der so ein Auto noch nie gefahren ist, der kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Man muss eigentlich da mal mitgefahren sein oder selber mitfahren, um dieses Gefühl zu kriegen, was macht so ein altes Auto. Und da kann kein Auto aus der neuen Zeit irgendwie gefühlt mithalten. Da setzt man sich rein, fährt und es fährt wie jedes andere Auto auch. Und das hat man hier nicht. Man spürt alles, man fühlt alles. Und ich habe auch kein Radio drin verbaut. Also Radio ist schon drin, aber es funktioniert nicht wirklich, weil soundtechnisch ist einfach der Motor, macht viel mehr mit einem als jede Musik oder sonst was. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man einsteigt und super, absolut. Der Opel Rallye E. Ausgestattet mit allem, was das Herz sportlich orientierter höher schlagen lässt. Rassig, voller Schwung. Hier stimmt alles. Bis ins Detail. Auch der Preis. Also bedanken auf jeden Fall bei meiner Frau, dass sie das mitmacht, dass sie mich auch meine Sachen machen lässt, mir die Freizeit, den Freiraum dafür auch gibt. Ja, des Weiteren eigentlich an meinen Motorenbauer, damals der Micha, der mir den Motor gebaut hat und mit dem ich auch anfangs gefahren bin. Irgendwann mal ist mir der Motor verreckt, hat einen Pleulagerschaden gehabt. Daraufhin habe ich dann den Dietmar kennengelernt. Und der hat mir dann den Motor einmal wieder von Grund auf neu aufgebaut. Ja, da möchte ich gerne Dank aussprechen. Und ja, an meinen Lackierer, der mir das Auto so dahingestellt hat, wie er jetzt steht. Es war viel Arbeit, das weiß ich zu würdigen, zu schätzen. Das hätte ich selber nicht gekonnt. Ja,
Und ansonsten die Firma Brügge, die mir die Vergaser eingestellt hat, das Auto abgestimmt hat auf dem Prüfstand, hat er wirklich super gemacht. Ohne solche Arbeiten macht das Fahren natürlich auch nicht Spaß. Und so weiß ich, das funktioniert, das läuft. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal von Sauerkraut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen alten Opel ihr gerne mal sehen wollt. Und ich kann nur jeden ermutigen, der nach so einem Video Bock gekriegt hat auf so ein altes Auto. Schaut euch mal um, wer sowas hat. Vielleicht könnt ihr mal mitfahren, fragt mal nach oder ihr baut selber um. Ich kann euch nur ermutigen, kauft das, fangt an, macht es. Ich habe es auch gemacht. Wenn ich das kann, schafft ihr das auch. Dankeschön und ciao.